Liebe Freunde, so Sie dem soeben Gehörten gut gefolgt, werden Sie genau wissen, worum es hier geht. Es geht, einfach gesagt, um Sie selbst. Es geht hier um jeden einzelnen Menschen. Es geht hier um den wirklich wahren Glauben. Es geht hier um den Glauben an Gott. Und dieser beginnt erst, so der Mensch hier zur Selbstbesinnung kommt, sodass er weiß, was er für sich, was er für seinen Körper nötig hat. Ich weiß, dass die meisten Menschen, ja ich müsste sagen fast alle Menschen, heute nicht mehr das Rechte von sich selbst wissen. Aber wenn wir, liebe Freunde, dieser Lehre, das heißt die Lehre Christi genau befolgen, dann werden wir, wie jeder auch im Einzelnen gesehen, den Erfolg für sich verbuchen können. Natürlich sind Menschen einer ganz anderen, einer rein menschlich-irdischen Lehre im Laufe der Jahrhunderte verfallen. Heute weiß der Mensch nichts mehr von sich. Er hat das Göttliche beiseite gestellt. Er hat sich selbst aufgegeben. Er selbst hat es nicht mehr für nötig befunden, seinen Körper Beachtung zu schenken. Er tat einfach nur das, was er von sich aus für richtig hielt, so er es verstanden hat. Liebe Freunde, ich will mich auch Ihnen hier über das Mikrofon ganz kurz vorstellen. Nicht, dass Sie womöglich wieder mal in einem anderen Glauben verfallen. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, ich weiß nicht viel. Ich weiß weiter nichts als nur das, was Menschen heute nicht mehr wissen. Nicht mehr wissen können, wie ich gerade soeben sagte, dass sie dem Menschlichen verfallen und dass der Mensch alles so menschlich und nicht mehr göttlich nimmt. Darum, liebe Freunde, ist es traurig um jeden einzelnen Menschen bestellt. Er findet nicht mehr den Weg, wie ihm dieser Weg von Christus aufgezeigt worden ist. Er weiß nicht mehr, was Wahres ist. Er, der Mensch, ist eher und mehr oberflächlich geworden. Er ist, praktisch gesagt, jeder großen Sünde verfallen, ohne dass er es weiß, ohne dass es überhaupt wahrnimmt, ohne dass ihm überhaupt hier das Gewissen plagt. Das heißt, er fühlt es mehr oder weniger überhaupt nicht mehr. Was er fühlt, ist das eine, dass die Unstimmigkeit nicht nur um ihn, sondern in ihm eingedrungen ist. Und jeder dieser, auch Sie, liebe Freunde, werden sich selbst die Frage stellen, wie ist das alles nur möglich? Wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass das Übel Ihren Körper erfasst hat, indem Sie sich wirklich nicht mehr wohlfühlen, indem Sie doch die Wahrnehmung selbst gemacht haben, dass Ihr Körper Ihnen nicht mehr gehorcht, dass Sie ihm keine Befehle mehr erteilen können, denn er ist gewissermaßen in einen Streit getreten. Hier und dort zwickt's und hier und dort sind Organe, die nicht mehr zueinander arbeiten. Das heißt, wie sie überhaupt den Auftrag zu schaffen haben, sodass dieser ihr Körper, wie er der Körper doch ein gesamtes Werk ist, aus dem wir, das heißt jeder Mensch, die Lehre ziehen sollte, dass Gott uns sein Werk in unseren Körper beigegeben hat und aus dem wir da dann erkennen können, wie groß und mächtig Gott ist. Denken Sie täglich an Ihren Körper. Nehmen Sie täglich neue, das heißt gute Kraft auf. Und dieses geschieht da dann, so Sie
sich von der Umwelt abschließen, heißt, dass Sie jetzt zur Selbstbesinnung gekommen sind, schließen Sie schon automatisch von der Umwelt ab. Jetzt denken Sie an sich, jetzt denken Sie an Ihren Körper, jetzt denken Sie an das Wohl Ihres Körpers, jetzt geben Sie ihm die Nahrung, jetzt lassen Sie ihm die Kraft zukommen, wie er sie braucht. Und das tun Sie täglich. Und dann werden Sie hernach sagen, so Sie genügend Kraft aufgenommen, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt fühle ich mich frei. Ja, um das Böse zu beseitigen, Freunde, dazu braucht man viel, sogar sehr viel gute Kraft. Erst recht dann sehr viel gute Kraft, so das Böse sich in dem Körper derart festgesetzt, wo Sie bisher nicht daran glauben konnten, dass es schwinden würde, und dass Sie jetzt genügend gute Kraft, das heißt sogar überschüssige Kraft aufnehmen müssen, um über einen Vorrat zu verfügen, dann werden Sie sagen, ja, jetzt habe ich es bald geschafft. Also kommt es hier nicht auf Gröning, sondern kommt es auf Sie selbst, auf jeden Einzelnen an. So, liebe Freunde, da sind wir wieder ein Stückchen weitergekommen. Und ich glaube, Sie werden mich bald besser verstehen. Aber nie wird das zustande kommen, dass Sie mich verstehen, so Sie sich selbst noch nicht verstanden haben. Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Na, was sagt es Ihnen? Was sagen Ihnen diese wenigen Worte? Sie wissen es genauso wie auch ich. Sie haben es auch gehört von Ihren Nächsten. Sie haben es auch nachgesprochen. Aber niemals haben Sie erkennen können, was Ihnen diese Worte sagen. Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Also müssen Sie zur Erkenntnis kommen. Sie müssen sich von all dem überzeugen, was um Ihren Körper auch in Ihrem Körper ist. Sie dürfen sich vor dem Unheil nicht fürchten, so haben Sie doch die Pflicht und Schuldigkeit, sofort Verbindung zu Gott aufzunehmen. Und Gott wird seine schützende Hand über Sie halten. Und so Sie ihm jetzt folgen, so Gott Sie jetzt führt, so Sie sich in der göttlichen Führung begeben haben und Sie Gott wirklich folgen und den Weg gehen, den er für Sie bestimmt hat, dann wird Ihnen das Unheil auch nicht das geringste mehr was anhaben können. Im Gegenteil, Sie werden sich wohlfühlen, sehr wohlfühlen auf diesem Weg. Denn da sind Sie niemals von dem Unheil angängig, denn hier herrscht Gott selbst. Aber wir, der Mensch selbst, muss nun mal das Bestimmte so tun, wie Gott es bestimmt hat. Und das ist das Wichtigste, liebe Freunde, das jeder Mensch heute wissen muss. Nun, liebe Freunde, hier beginnt die Wahrheit. Hier kamen sie zur Selbstbesinnung, das heißt die Menschen, die das Heil an ihrem eigenen Körper erfahren haben. Hier wussten sie genau, ich bin ja aufgegeben worden von meinen Nächsten, von meinen Angehörigen und von all denen, die sich um mich gekümmert, um mich gesorgt und die doch alles Mögliche versucht haben, doch selbst sagen, wir können nicht. Wie die Mutter selbst sagt, ich habe alles versucht an meinem Kind. Wie der Ehemann selbst sagt, ich habe alles versucht,
und dass ich meiner Frau noch helfen kann. Aber es war nur immer ein Versuch. So ist es auch, der Bruder zur Schwester, die Schwester zum Bruder und umgekehrt. Und so geht es weiter. Ja, liebe Freunde, da hat einer den anderen nicht helfen können. Denn er wusste sich keinen Rat und daher konnte er auch nicht zur Tat übergehen. Er war rat- und tatlos.